Seed 1, Turn 1 Ristic, wir haben einfach verloren. Herzlich willkommen zur 5. Episode Top Cut CDH. Wir sitzen heute bei mir hier im Studio. Wir haben 4 Spieler mit dabei. Bleibt dran. Tschüss. Hallo, ich bin Kinnen und ich spiele heute David. Hallo, ich bin auch Kinnen und ich spiele Grixis Pirates, weil why eigentlich not? Hi, ich bin Niklas, ich spiele heute Heshaton, denn ich bin Anhänger unseres Herrn und Erlöser Jin-Gitaxias. Ab die Dinosaurier! Was hast du dir dabei gedacht? Was ich mir dabei gedacht habe, das ist eine ziemlich freche Hand, weil die ist einfach Turn 1 Sol Ring, into Signet, into Ragavan und dann mache ich Sachen. Ja, das sieht nach Turn 2 Ristic Study aus. Was soll ich sagen? Die Hand ist nicht sehr gut. Die Hand ist Arsch. Die ist sehr schlecht. Die ist wirklich sehr schlecht. Das ist direkt klar, dass das eine Necro wird. Mox Diamond, Vamp Tutor, Dark Witch, Necro. Alright. Pre-Game Actions? Sonst kein Nee. Pregame. Ne? Okay. Good luck, have fun. Ja. Ich habe ein Waterlogged Grove Chromox, in den ich imprinte einen Field Mastermind. Habe ein Lotus Petal. So scheiße. Ristic Study. Ja. Fick. Ja. Mein Arsch. Seed 1, Turn 1 Ristic, wir haben einfach verloren. In dem Moment wissen wir es eigentlich auch schon. Ja, wir haben einfach schon verloren. Ist geil. Magic ist geil. Ben Ristic. Bitte nicht. Passt ja. Untap, Upkeep, Draw, Tiger und ein Ragavan. Ristic. Path. Ich verzahle nicht. Untap, Upkeep, Draw. Ich muss leider einen Mox Diamond spielen. Ristic. Du zahlst, ich werfe einen Ancient Tomb auf. Und dann passe ich den Turn. Ich ziehe eine Karte. Du frisst jetzt richtig. So. Aua. Darfst ziehen. Nom nom nom. Du hast keine? Darfst ziehen. Nom nom nom. Darfst ziehen. Nom nom nom. Und das ist das schöne Ristic Study Problem, weil wenn ich jetzt nichts deploye, dann spiele ich einfach gar kein Magic. Und er baut da weiter Board auf und dann eventually gewinnt er trotzdem. Also versuche ich da jetzt irgendwie aufzuholen. Gleich noch mehr, ich versuche noch Dollar aufzuholen, aber ey, es reicht einfach nicht. Turn 1 Ristic, busted. Das ist mein Turn. Untap. Upkeep. Draw. Ich habe eine City of Brass für einen Kin, einen Mox Ember. Ich habe einen Gilded Amigo. Ich nehme den von Matti. Und der ist nicht ugly, der ist cool. Hey! Das ist voll gemein, dass mein Ragavan jetzt genommen wird, weil Ragavan und Malcolm zusammen machen ganz viel Mana. Und das nämlich 2 kleine freche Piratenkollegen sind. Passt den Turn. Dann Untap, Upkeep, Draw, Misty Rainforest. Ich würde dich angreifen. Ich fette für einen Breeding Pool, tappe besagten Breeding Pool für einen Wild Grove, targete meinen Tiger und ich bezahle Ristic Study. Ich habe mir den Stomping Ground geholt, kein Breeding Pool. Und dann gebe ich ab. Dann würde ich mal End of Turn Vamp Tutor casten. Ristic Hast Study. du? Fierce Guardianship. Dann bin ich im Loch. Untap, Upkeep, Draw. City of Brass. Düsseldorf. Pass Turn. Ey, die sind beide weg. Können wir wieder nicht nehmen. Nein. Oh. Ristic. Pay. Okay. An dem Moment caste ich einfach Malcolm, weil wenn ich den nicht caste, dann komme ich nie wieder ins Game. Wenn ich den caste, verliere ich wahrscheinlich. Entweder verliere ich oder ich sehe noch einen Turn und wenn ich noch einen Turn sehe, dann habe ich Malcolm schon draußen. Das erhöht meine Chancen auf jeden Fall. Und soweit ich mich erinnere, hatte ich auch einfach nichts Relevantes auf der Hand. Klar. Untap. Upkeep. Draw a card. Das. Ich hab das. Das heißt, Basalt resolved. Ich tapp den und ich würde eine Untap Activation auf den Stack legen, weil er 4 produziert und für 3 untappt. Damit produziere ich Infinite Colorless Mana. Dann cracke ich das Treasure Vault für halb von Unendlichkeit und mache mir halb unendlich Treasure Tokens, mit denen ich dann anfange, Kin zu aktivieren, bis ich alle meine Kreaturen auf dem Board habe. Ich beginne mit einem Hullbreaker Horror und alle Klone werden Hullbreaker Horror. Dann habe ich irgendwann einen Thrastios, fange an zu ziehen, bis ich ein Finale habe und überrenne euch. Aber das war so kurz, dass wir noch eins brauchen. Machen wir jetzt den Ben Ristic Talk. Wir müssen nicht drüber reden, dass das kein gesundes Play-Pattern ist. Ich glaube aber nicht, dass Ristic
so deutlich viel mehr Karten als andere Master Engines zieht. Die macht's nur auf eine deutlich unangenehmere Weise als zum Beispiel eine Necro. Manche Decks können einfach keine Necro spielen, weil das 3 Schwarze kostet. Die ist härter zu casten. 3 Color Pips ist viel schwieriger als 2 Colorless und ein Color Pip. Plus du klonst dich deine eigene Necro. Es macht ja auch einen Unterschied, dass du für die Necro-Karten halt Leben bezahlst und dann halt leichter totgehauen werden kannst. Und mit der Ristic hast du einfach keinen Nachteil. Ja, schön. Also ich habe ein ganz tolles Abschlusswort. Und zwar ist es eigentlich auch egal, was wir davon denken. Es ist ganz wichtig, dass ihr so richtig schwitzig und schweißig und auch erhitzt mit erhitzten Gemütern in den Kommentaren eure scheiß Meinung sagt zu dieser scheiß Karte. Ob ihr die richtig flitzekacken geil findet oder ob ihr die scheiße findet. Es ist mega wichtig, dass eure Meinung da steht. Das wäre mir ganz lieb. Nur dort wird sie gehört. Martin? Woanders in unserer Kommentarbank. Ja. Wir haben ja noch ein Spiel. Wieder weniger Handkarten, als ich haben wollen würde. Aber es ist ein Land und theoretisch ein Talisman Turn 2. Ja, an sich Italien irgendwann versucht irgendwie auf 7 zu kommen. Ich habe es hiermit versucht und ja, war nicht die beste Hand, aber ich will dann auch wieder nicht auf 4 gehen. Ich habe ein Dark Rid, ein Wishclaw, ein Limdul Sword und ein DT und dachte mir, mit so viel Mana kann ich mir bestimmt was holen, was den Tisch ärgert. Mystical Tutor holt Ritual Turn 2 Ristic. Außer wenn ich irgendwas Geiles topdecke. Ja, ey, spielt denselben Song nochmal. Was soll schon passieren? What's not to like? Und man sieht direkt noch eine zweite Ristic. Ja. Ach ja, das Mirror Maid ist natürlich auch ein Ristic. Ja, ist ja klar. Kontakt davon. Untap aktiv Drawer. Ich spiele Misty Rainforest und ich werde passen. Draw. Polluted Delta. Pass. Was für crazy Turns hier. Starting Town, Pass. Ich ziehe eine Magic-Karte. Ich habe einen Otawara als Land for Turn. Ich habe einen Mana Vault für einen Grim Monolith. Firestone, Jawohl. den ich für blau tappe. Mystic Study. Kann nicht wahr sein. Ristic Study. Wow, ich weiß auch. Mystical Tutor. Dark Rid. Immer Ristic. Dark Rid, ach du Scheiße. Ich habe keine Necro. Im Endstep fetche ich schon zur Wähler. Ich fetch auch schon mal. Oh, dann verwählen wir doch mal. Ja, ich würde das hier mal Veil of Summer in den Friedhof gehen lassen. Also man kann wahrscheinlich drüber streiten, aber Veil of Summer war mir an der Stelle einfach nicht mehr wichtig genug. Dann untappen wir und ziehen eine Karte. Ah ja. Ich habe hier ein Land. Ich spiele ein Arcane Signet. Ristic? Die werde ich hier leider geben müssen. Danach gebe ich ab. Untap, Upkeep, Draw. So, und an dieser Stelle meinten die Götter, es ist zumindest ein bisschen gut mit mir und ich habe einen Jin Tex jetzt getopdeckt. Also jetzt ein Turncycle abwarten bringt gar nichts, weil du dich an der Ristic dumm und dämlich ziehst und habe dann einfach angefangen zu senden. Spiel mal so Arschflats hier. Ich würde mir mal ein Squabland holen. Ich hätte gern Dark Rid. Ich habe eine Ristic Study. Ja, die hast du leider. 3 schwarze. Davon würde ich mal 2 benutzen für einen DT. Ristic Study. You go, girl. Das LED. Ach Six du Study. Heiland. Oh, Ich oh. okay. Du ziehst schwarz, weiß, Hashaton. Ristic Study. Jo, hast du. Hashaton ist für mich in Ordnung. Dann würde ich gerne mal das LED für Dry Blau Dry Blau. cracken. Blau. Ja, Kann ich, habe ich da drauf Prio? das ist Mana Ability. Okay, dann habe ich keine Prio. Der hat meine Hand ab. Jingle Text ist cool. Ja. Das ist der Discard-Tin. Oder der Das 7? ist der, ihr habt jetzt eine Maximum Hand Size von 0. Ja, okay. Und ich ziehe in meinem Endstep 7 Karten. Dann, bevor du in den Endstep gehst, ein Snapback und ich pitche dafür. Die Copy. Also Ich hab pitche ein eine- Gifts and Given. Das wäre so schön geworden. Alter, ja, ohne das Snapback ist das ein Non-Game. Ich ziehe diese Karte. Dark Rid. Ich kann nicht bezahlen. Ich ziehe eine Karte. Ristic Study, ich bezahle. Cool, ist mein Turn. Untap. Upkeep Draw Ping von Mana Vault. Ich ziehe eine Karte. Ich spiele einen Boseiju als Land for Turn. Ich cast Kin. Du ziehst? Was ist, was es ist? Ich cast einen Mox Diamond. Ristic Study. Ja, die darfst du. Discard in Shifting Woodland. Ich habe 2 Blau. Ich habe eine Springleaf Drum. Ristic Study. Ich zahle nicht. Okay. Das Willst du macht was er auf so. den Trigger machen?
Nein. Mirror Maid. Mystic Study. Du darfst. Cool. Doubleristic. Go. Untap, Upkeep, Draw. Dann Ja. Das ist ja wohl Mach mal. ihr. Heretic Nein. Ritual. Ja. Ristic. Ihr habt eure Draws. Ich benutze 3 Kassen Seizing Song. Ristic. Die habt ihr. 3 davon. Gehe auf 2. Sticker up. Ristic. Den habt ihr. Christic. Gehe ich auf 6 Mana. Ich habe das Arcane Signet, benutze die 6 Mana hier. Und lege Italia auf den Stack. Ristic. Ihr habt alle Draws der Welt. Aber jetzt wirst du gepunished. Ich wünsche dir eine Con-Sphinx. Boss Cool. Snake. Tassa. Boah, ist das bad. Ist das bad, Bruder. Das ist einer der beschissensten Italien-Flips, die ich je gesehen habe. Bro, war das bad. Abdi? Ja, hey. Pass? Untap. Liebe ich auch, dass mein Upkeep, Tassa weg ist. Draw. Curse Totem. Keine ETBs? Activated abilities of creatures can't be activated. Ja, okay, stabil. Ristic. Ihr zieht. Ich passe Prio auf Castotum. Dann passe ich den Turn. Cool. Draw. Wir machen erstmal Land. Würde ich gerne Steel Enchantment casten. Ristic. Hast du beide? Da habe ich einen, glaube ich, Spielfehler gemacht. Ich hatte nämlich einen, ich glaube, Lotus Petal auf der Hand oder einen Chromox, bin ich sicher, und einen Swan Song. Und ich habe gedacht, ich caste das nicht vorher, damit du eine Karte bzw. 2 Karten weniger hast, um potenziell mein Steel Enchantment zu countern. Ich glaube, wahrscheinlich hätte ich an dem Punkt das trotzdem machen sollen, damit ich um mein Steel Enchantment fighten kann. Bond upon Wind. Oh, wir gehen einfach drüber. Mystic. Zieh. Sure. Ich ziehe eine Karte. Carsten Moxheimer. Verrückt. Du darfst ziehen. Ich habe 2 blaue. Nutz 1 davon für eine Sorry. Du darfst ziehen. Nutz 1, um deine Ristic zu zahlen. Und ich habe so ein Offer. Target Steel Enchantment. Ey, dann passiert das. Ich bin halt blöd. Ich habe einen Fehler gemacht. Also ich kann jetzt einfach passen und verlieren und meinen Gameplan nicht developen. Oder ich kann jetzt einfach geisteskrank reinhalten, damit ich irgendwie an diesem Spiel teilnehme. Und das fuckt mich ab. Das nervt mich. Lotus Petal. Nom nom. Chromox mit Rider Flame. Du Nom nom. darfst. Swallowing, du darfst. Nom nom. Merk. Nom nom. An dem Punkt würde ich aufhören und super viel discarden. Okay. Ich discard viel Länder. Okay. Meine Ristic Draws waren insane. Ich würde untappen. Ich nehme einen Ping von Mana Vault. Nachdem ich gezogen habe, natürlich erst. Ich lege jetzt einen Treasure Vault. Ich nutze einen Colorless und die 2 blauen, um einen Drift of Phantasms zu transmuten. Ich suche mir einen Basalt-Monolithen. Ich tapp diesen Fervor Stone für 2 Blue. Ist ja eigentlich auch egal, weil ich werde für einen Ristic zahlen und ich werde versuchen, einen Basalt-Monolithen zu casten. Ich passe auf den. Für Ristic bezahlst du? Ja. Ja, dann können wir aufhören. Was? Mit so viel Mana? Frech. Ja. Ja, ich habe die ganze Zeit, also, guck mal. Ich habe halt, wenn ihr nichts mehr macht, ne? Also ich habe einen Sword und einen Swan Song. Und einen Tainted Pact, das bringt alles gar nichts. Ja, er zieht für jeden Spell, den du Ja. wirfst, 2. Also ich habe einen Dramatic Reversal. Ja, hab schon, auch noch ich einen weiß. Marshmallow. Also, ja, klar. Ich habe einen natürlich. Pact. Natürlich. Und ich kann auch noch über einen HBH gewinnen. Ja. Und da ist auch dann der HBH, den ich brauche, wenn ich dann Infinite Colored Mana über das Treasure Vault gemacht habe. Ich glaube, ich habe sogar noch einen Rushman. Es ist wirklich voll egal. Und dann kann ich das Curse Totem bauen und anfangen, Kin entsprechend zu aktivieren. Und in dem Moment, wo du die Turn 1 Ristic hast, ist das einfach klar, dass das so kommt. Ja, das waren wilde Spiele. Jetzt versteht ihr, warum einige von uns für einen Ristic-Ban sind. Naja, trotzdem danke fürs Zuschauen. Wir hatten eine ganze Menge Spaß, glaube ich. Stay tuned
Und vergesst nicht zu abonnieren. Bis dann.